Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von Strick mit Calypso. Ich bin Calypso und heute begrüße ich euch aus Mexiko. Ich bin am 25. Dezember über den Atlantik geflogen, um meine Familie hier in Mexiko zu besuchen. Für die Mexiko nicht kennen, Mexiko befindet sich direkt unter den USA und ist ein riesiges, wunderschönes Land, 5-mal größer als Deutschland. Ich befinde mich heute oder zurzeit in Mexico City bei meiner Familie. Mexico City ist eine sehr, sehr große Stadt mit sehr, sehr vielen Einwohnern und ich bin sehr, sehr glücklich hier zu sein. Heute scheint einigermaßen die Sonne und es ist ca. 10 Grad kalt, also für alle, die denken, Mexiko ist immer heiß und warm, im Winter ist es nicht so, denn wir sind hier auf 2000 Meter Höhe und umzingelt von Vulkanen und Bergen. So sind ungefähr kurz gesagt, die geografische Lage. Ja, ich war vor Weihnachten, bevor ich geflogen bin, noch ziemlich erkältet und der Flug war dann sehr anstrengend, die Reise hierher. Das heißt, gestern und vorgestern ging es mir nicht so gut, aber heute fühle ich mich fast 100% gesund. Heute ist mein 3. Tag hier und ich trage heute meinen Intarsia-Pullover, der fertig ist und der mir richtig gut gefällt. Ich habe hier am Halsausschnitt vorne oder hinten, das Teil ist ja reversibel, man kann vorne sowie hinten, also wie man möchte, tragen. Und ich habe hier vorne noch diese 2 Bänder hinzugefügt und hinten noch den Halsausschnitt fertig gemacht mit einem Streifen in dunkelblau in Kraus. Und vielleicht mache ich später oder gleich, wenn ich unterwegs bin, Fotos von dem Pullover und füge die dann hier ein oder teile sie auf meinem Instagram. Genau, also auf dem Flug hierher, wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich gerne Socken stricke, wenn ich verreise, wenn ich unterwegs bin, im Flugzeug, im Zug oder ähnliches. Und genau, ich hatte ja auf dem Barcelona Knits Festival dieses Garn hier gekauft für eine Freundin von mir. Und das erste Paar Socken habe ich ihr schon gestrickt. Und ich hatte aber noch einiges übrig, weil sie eben kleine Füße hat. Und ich dachte, da ich dieses Garn eben für sie gekauft habe, gehören auch die ganzen 100 Gramm sozusagen. Und ich möchte hier gerne ein zweites Paar Socken stricken. Also habe ich angefangen mit der Socke und ich kombiniere das mit diesem dunkelblau. Das ist ein Rest, den ich hatte, deswegen kenne ich den Namen auch nicht. Das ist ein ganz normales Sockengarn in dunkelblau. Und ja, so sieht die erste Socke aus. Also das Bündchen habe ich in den Rippen gestrickt und dann den Schaft, die Hälfte von der Ferse auch noch in dieser Farbe mit einem Beilaufgarn in Blau. Und den Fuß und den unteren Teil der Ferse, also das Fersenkäppchen hier, stricke ich in dunkelblau. Und ja, sie sind ganz schön und ich hoffe, dass ich schnell vorankomme, damit ich an meinem Design für Manos del Uruguay weiterarbeiten kann. Und ja, für den Rückflug, der erst in ein paar Wochen ist, habe ich auch noch genug Garn für ein zweites Paar Socken. Genau, also darüber freue ich mich. Ich habe immer was zum Stricken dabei. Ich habe insgesamt 3 Projekte dabei oder 4, je nachdem, wie man die Socken zählt. Und ja, heute möchte ich euch mitnehmen in das historische Zentrum von Mexico City. Und zwar, wenn ihr mich ein bisschen kennt, wisst ihr, dass ich gerne Hüte trage und zu Hause eine kleine, feine Sammlung an Hüten habe. Die meisten davon kaufe ich mir immer, wenn ich hierher fliege, weil hier es besonders schöne Hüte einfach gibt. Und im Zentrum von Mexico City, direkt am Platz, wo die Kathedrale ist und auch Palacio Nacional, das ist da wo der Präsident arbeitet. Genau, an diesem Platz befindet sich ein Geschäft mit sehr, sehr schönen Hüten. Da gehe ich meistens hin und kaufe mir immer einen neuen Hut, denn mein Lieblingshut ist schon ziemlich abgenutzt und den würde ich gerne ersetzen. Und das machen wir heute, da nehme ich euch mit hin. Da meine Familie ziemlich im Zentrum von Mexico City lebt, kann ich da zu Fuß hinlaufen und euch mitnehmen und euch ein paar schöne Ecken von Mexico City zeigen. Hallo, guten Morgen meine Lieben. Wir sind auf der Avenida Paseo de la Reforma und hier ist gerade alles gesperrt, weil bald Silvester ist und Feierlichkeiten gemacht werden. Ja,
sieht es aus. Für das Straßenleben in Mexiko ist es noch früh, es ist 10 Uhr morgens. Die Stände machen erst langsam auf. Ja, ich habe euch erzählt, dass ich einen Hut im Zentrum kaufen möchte. Und das habe ich gestern schon gemacht. Ich schneide dieses Video etwas anders, weil ich gestern nicht alles geschafft habe, überall hinzulaufen, wo ich wollte und euch da mitzunehmen. Deswegen schneide ich das Video ein bisschen anders und vielleicht ist es nicht ganz logisch, aber von der Tour, sag ich mal, Stadttour, macht es mehr Sinn. Habe ich gestern schon den Hut gekauft, aber in dem Video sieht es so aus, als ob ich erst auf dem Weg bin, das Video zu kaufen, den Hut zu kaufen. Naja, aber das verzeiht ihr mir ja bestimmt. Rechts und links von mir sind ganz viele Stände und hier gibt es eben gerade keinen Verkehr, weil eben bald Feierlichkeiten sind und hier finden immer die Umzüge statt oder auch Proteste, verschiedene Feierlichkeiten, vergleichbar mit der Straße des 17. Juni zwischen dem Brandenburger Tor und dem Stern in Berlin. Und hier haben wir tatsächlich auch einen Engel, aber hier ist es der Engel der Unabhängigkeit, Ángel de la Independencia, auf den wir gerade zulaufen. Ich zeige ihn euch. Ja, heute scheint auf jeden Fall die Sonne, denn vorgestern war es nämlich ziemlich bewölkt und ja, meine Tante hat mir aber diesen schicken Hut geschenkt und damit bin ich sehr gut unterwegs. Wir tun also ein bisschen so, als ob heute gestern wäre und ich jetzt auf dem Weg bin in die Innenstadt, mir den Hut zu kaufen, obwohl ich gerade schon einen auf dem Kopf habe. Aber genau, von der Geografie ist es so logischer und deswegen, und gestern habe ich es einfach nicht mehr geschafft, alles abzulaufen. Also nehme ich euch heute so rum mit und ja, eigentlich macht es für euch auch keinen Unterschied. Also viel Spaß! So, wir lassen den Ángel de la Independencia wieder hinter uns, denn wir wollen ja Richtung Innenstadt laufen, zum Zócalo, zur Kathedrale und zu dem Platz, wo Palacio Nacional ist, also die Regierungsgebäude, wo meine Tante als Journalistin arbeitet. Und ja, so sieht es hier aus. Diese Straße ist ziemlich lang, aber da es keinen Verkehr gibt, gerade ist es sehr angenehm. Wir sind jetzt eine Kreisel weitergelaufen und wie ihr hier sehen könnt, wird hier eine Bühne aufgebaut für Silvester und wir befinden uns immer noch auf dem Paseo de la Reforma, der sehr, sehr schön ist mit vielen Bäumen und man erkennt auf jeden Fall die koloniale Architektur. Ja, hinter mir befindet sich das Monument der Unabhängigkeit von Mexiko. Mexiko feiert immer am 15. September seine Unabhängigkeit, die ca. 1810 geschehen ist. Und also erst vor ca. 200 Jahren. Das ist wirklich kurz, wenn man bedenkt in der Geschichte eines Landes. Und
jede einzelne Säule von diesem Monument, also so hier, steht für eine andere oder jeweils für eine wichtige Persönlichkeit der mexikanischen Unabhängigkeit. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen aus der Nähe an. Leider ist da gerade diese blaue Schranke um das Monument herum. Normalerweise kann man da drunter laufen und sich die Säulen aus der Nähe angucken. Nicht so schlimm, hier vorne ist der Eingangsbereich und ich überlege gerade, ob ich euch mitnehme, weil es gibt nämlich einen Mirador, also man kann mit dem Aufzug ganz hoch fahren und sich die Stadt angucken von ganz oben und das ist sehr, sehr schön. Vielleicht machen wir das einfach spontan und dann können wir das wenigstens von oben sehen. Wir nähern uns jetzt der historischen Altstadt und laufen jetzt noch durch diesen schönen Park. Dann kommen wir zum Palacio Bellas Artes, das ist der Palast der schönen Künste sozusagen und werden dann die Torre Latinoamericana sehen und dann schließe ich an die Videos von gestern an und nehme euch mit durch das Zentrum wirklich von Mexiko und auf Entdeckungsreise durch die Geschichte von Mexiko und am Ende finde ich dann hoffentlich diesen neuen Hut, von dem ich die ganze Zeit erzähle. Und ja, in diesem Park, wir laufen mal ein bisschen hier durch, gibt es angeblich ein Monument von Alexander von Humboldt. Vielleicht ist es das da hinten. Und denn Alexander von Humboldt war ja ein Wissenschaftler aus Deutschland. Und also es ist nicht das hier meine ich nicht, sondern ich glaube, das ist mehr so da hinten. Und Alexander von Humboldt war sehr viel in Mexiko. Er hat zum Beispiel an der Architektur von der Stadt Oaxaca mitgewirkt, an der Stadtplanung. Und Alexander von Humboldt war sehr viel in Mexiko unterwegs. Und hier erkennt man die schöne Fontäne und diese Bänke hier, die im kolonialen Stil sind. Ich sehe hier einen Regenbogen zwischen der Fontäne. Ich glaube, an dem Monument von Alexander von Humboldt sind wir schon vorbei. Es ist nämlich vielleicht nicht da ganz hinten. So, laut Google Maps ist das hier das Monument für Alexander von Humboldt. Ich weiß es aber nicht genau, weil hier nichts steht. Ja, hier vorne seht ihr einen schönen Pavillon. In Mexiko gibt es viele solche Pavillons auf den Plätzen und da wird getanzt oder Musik gespielt oder Menschen versammeln sich. Ja, das ist wirklich ganz hübsch. Und wir laufen jetzt tatsächlich Richtung Zentrum und hier oben könnt ihr die Torre Latinoamericana erkennen. Das war das erste Wolkenkratzer von Mexico City und da laufen wir jetzt hin. Und hier ist eine Statue von Beethoven und hinten drauf stand, dass Deutschland diese Statue Mexiko gegeben hat. Interessant. Ja, da ist der wunderschöne Palast und der Turm. So, hinter mir seht ihr den Palacio Bellas Artes. Da gibt es viele Tanzaufführungen
von folklorische Tänze zum Beispiel. Und wie ihr seht, ist die Kuppel wunderschön. So, wir schauen jetzt noch, ob wir einen Aussichtspunkt in den Turm finden. Und wenn nicht, dann schließen wir jetzt direkt an dieses Gäste. Diese Fußgängerstraße mündet auf den Zócalo, das Herz von Mexico City. Hier befinden sich die Kathedrale, das Regierungsgebäude der Föderalen Republik und der Stadt Mexico City. Es gibt eine archäologische Stätte neben der Kathedrale, denn die Spanier haben ihren christlichen Tempel auf den spirituellen Tempel der Mexicas oder auch Azteken genannt, gebaut.
Mitten auf dem Platz gibt es eine riesige mexikanische Flagge. Und zurzeit gibt es einen Weihnachtsbasar mit traditionellem Kunsthandwerk, wie zum Beispiel Blumen und Körbe aus Maisblättern und Kleidung aus unterschiedlichen indigenen Völkern Mexikos. Schaut euch nur diese wunderschönen bestickten Kleider und tollen Farben an. Wir erreichen die Calle Moneda, die Straße der Münze. Ursprünglich wurden hier Geldmünzen produziert. Am seitlichen Eingang vom Palacio Nacional, das Regierungsgebäude, hole ich meine Tante ab. Sie ist täglich hier und berichtet über die Arbeit des Präsidenten Andrés Manuel López Obrador. Wir laufen zum ehemaligen Palast des Erzbistums. Wir wollen uns dort für eine geführte und kostenlose Tour des Palacio Nacional anmelden. Geschafft! Bevor die Tour losgeht, haben wir noch Zeit. Meine Tante hat exklusiven Zugang zum Palacio Nacional und sie zeigt mir einen Teil der Höfe. Wir bewundern den traumhaften Garten. Die Mexicas oder auch Azteken errichteten die Stadt Tenochtitlan, die vom 14. bis 16. Jahrhundert die Hauptstadt dieses reichen Volkes war. Tenochtitlan ist im Tal von Mexiko auf Inseln und auf Teilen des Texcoco-Sees auf 2240 Metern gebaut worden. Vermutlich lebten hier bis zur Eroberung durch die Spanier 100.000 Menschen. Damals eine der größten Städte der Welt. Die Konquistadoren mit Hernán Cortés zerstörten das Regierungsgebäude, die spirituelle Stätte Templo Mayor und die Häuser der Mexicas und ihres Kaisers Moctezuma. Sie bauten ihre eigenen Gebäude darüber. Seit der Unabhängigkeit Mexikos heißt dieses Gebäude Palacio Nacional. In diesem halbrunden Teil befand sich ein Plenarsaal, in dem eine der Verfassungen erlassen wurde.
Wir blicken kurz in den Pressesaal, in dem meine Tante viel arbeitet. Hier sehen wir eine Gedenkstätte für den ehemaligen Präsidenten Benito Juárez. Er war im 19. Jahrhundert Präsident. Er stammt von einem indigenen Volk der Zapoteken aus dem Bundesstaat Oaxaca. Sohn von Landwirten und im Kindesalter verwaist, war er ein Protagonist in der Konsolidierung der Nation Mexikos als Republik. Diese Höfe heißen Patios Marianos, benannt nach einem ehemaligen Präsidenten namens Mariano. Hier befindet sich die Secretaría de Hacienda, vergleichbar mit dem Finanzministerium. Das Volk kam früher hierher, um seine Steuern zu bezahlen, manchmal auch in Form von Kunstwerken. Heute finden hinter dieser verzierten Tür die Pressekonferenzen statt und unter diesem Glaselement kann man archäologische Ausgrabungen von Gebäuden der Mexicas sehen. Hier befand sich die Wohnung von Benito Juárez. Die Statue von Benito Juárez wurde vom ehemaligen Diktator Porfirio Díaz in Auftrag gegeben. Im 19. Jahrhundert ist Frankreich in Mexiko einmarschiert. Mexiko hat in der Schlacht bei Puebla am 5. Mai 1862 die Franzosen besiegt. Die Kanonen und Munition der Schlachten gegen die Franzosen wurden verwendet, um diese Statue zu erarbeiten. Jetzt geht die offizielle Tour los. Wir befinden uns im zentralen Hof. Die Wandgemälde auf der anderen Seite schauen wir uns gleich im Detail an. Hinter dieser Tür befindet sich der Balkon, wo am 15. September die Unabhängigkeit gefeiert und die Glocke geläutet wird. Wir schauen uns die Murales von Diego Rivera an, einer der wichtigsten Künstler in der mexikanischen Geschichte und Partner der berühmten Frida Kahlo. Er hat viele Murales, wörtlich Wandgemälde, gemacht. Das hier schauen wir uns von rechts nach links an. Wir sehen erst die indigenen Völker mit dem Kaiser in der Mitte und Symbole wie die Sonne und dem Vulkan. Links daneben sehen wir die spanischen Konquistadoren mit ihren Waffen und Hernán Cortés. Wir sehen, wie sie die mexikanischen Völker versklaven, massakrieren und zum Christentum konvertieren. In der Mitte beginnt die Revolution und wir sehen den Adler mit der Schlange im Schnabel auf dem Kaktus Nopal, das Symbol der Mexicas, als sie die Stadt Tenochtitlan gründeten. Wir können beobachten, dass die Konquistadoren sehr hässlich abgebildet werden, während die mexikanischen Völker schöne Züge haben. Auf der linken Seite ist die Revolution vollbracht. Man erkennt ganz oben Karl Marx und erneut das Symbol der Sonne. Weiter unten sieht man Frida Kahlo und ihre Schwester in einer roten Bluse. Auf dem folgenden Wandgemälde von Diego Rivera erkennen wir das Marktgeschehen. Ganz im Hintergrund sehen wir den Vulkan Popocatépetl und den Berg Iztaccíhuatl, davor die Stadt Tenochtitlan. Über das Marktgeschehen wacht der Richter. Die Menschen tauschen Waren aus,
wie zum Beispiel Petates, das sind diese eingerollten Matratzen, oder Gemüse und Fisch. Auf dem folgenden Wandgemälde sehen wir, wie die Menschen Kunsthandwerk betreiben und Teppiche produzieren. Sie färben ihre Garne, sammeln die Baumwolle und malen. Auf dem folgenden Wandgemälde arbeiten die Menschen mit wertvollen Metallen wie Gold. Und ganz unten sehen wir die Unterschrift von Diego Rivera. Danach haben wir ein Wandgemälde, auf dem die beeindruckenden Pyramiden zu erkennen sind. Wir sehen auch hochrangige Menschen der indigenen Völker, die mit Federn und wunderschönen Gewändern gekleidet sind. Ganz unten sehen wir den einzigen Hund, den es damals in Mexiko gab, der Xoloscuincle, ein Hund, schwarz und ohne Haare. Auf dem folgenden Wandgemälde sehen wir das Grundnahrungsmittel Mais, wie es angebaut wird und wie es verarbeitet wird, bis die Menschen Tortillas hatten. Auf dem letzten Wandgemälde sehen wir die Konquistadoren und wie sie die einheimischen Menschen versklaven und zum Christentum konvertieren. Wir sehen auch, wie sie Tiere wie Esel, Pferde und Schweine gebracht haben. Erneut werden die Konquistadoren hier sehr hässlich abgebildet. Da sind meine Tante und ich. Die Tour ist fertig. Zurück auf den Zócalo. Hier die seitliche Ansicht der Kathedrale, die auf Ruinen der Mexicas gebaut wurde und deshalb einsinkt. Wir sehen tanzende Mexicas, die jetzt Pause machen und Reinigungen mit Copal durchführen. Muy buenas tardes, tomaremos un descanso. Ah, qué pena. Podemos intentar invitarlos a que pasen a la limpia en comparación voluntaria. Buenas tardes, pueden pasar. Acérquense a la purificación a la limpia. Una foto de cooperación. Salen bonitos. Venga, abundancia, amor. De todos, esté bien de salud. Que se vaya a la mano. No, están haciendo fila. Relájate, relájate, relájate. Toda esa gente que está esperando para que le hagan Claro. su... Adelante, bienvenidos. Meine Tante ist schnell unterwegs. Hier ein Stand mit Fanartikeln des Präsidenten AMLO.
Ein kleiner Blick auf die Kathedrale und die lange Fassade des Palacio Nacional. Findet den Balkon mit der Glocke der Unabhängigkeit. Wir spazieren über den Platz Richtung Tardán, das Hutgeschäft. Ja, comimos rico, ¿no? Sí. ¿Tú? Sí, comimos súper rico. ¿Qué comiste? Comí unas tortillas con tlacoche y champiñones y unos chilaquiles. Ajá. ¿Te llenaste? Sí, me llené. ¿Segura? Sí. Siento que te quedó un hueco ahí. Sí, luego. Como para otras cosas. Para un postre o algo así. Ahorita vamos a ver qué se te antoja y qué se puede obtener. Sí. Es gibt eine große Auswahl. Ich habe einige anprobiert. Alle haben mir gefallen. Ich habe den genommen, der am besten auf meinen Kopf passt. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal.